Eine der größten Wohnmobile der Welt, ja auf sage und schreibe 3 Achsen steht er hier mit 4 Slideouts. Und wir werden gleich mal ein bisschen was erfahren über das STX Ayla Edition One Projekt, das hier steht auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Ja, wir haben einen Spezialisten mit dabei, der wird uns das ganze Auto mal zeigen. So sieht es aus, ein richtiges Haus. Ja, für wen das ist, wie man das fährt und wie das Ganze funktioniert, das werden wir gleich mal erfahren. Ja, hier steht es: STX Ayla Edition One. So, wir gehen einmal kurz drum. Es ist wirklich lang und bietet wahrscheinlich innen drin unvorstellbar viel Platz. So, hallihallo. Wir stehen hier vorne. Wenn du mal kurz zu mir kommst, sei mal so lieb. Dann, genau, wenn du mal kurz zu mir kommst, sei mal so lieb. Hier vorne ist das Fahrzeug auf Basis Actros. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, ich bin der Kenzo von der Firma Ayla. Hallo. Ja, ich grüße dich herzlich. Ja, es ist so groß, man muss ziemlich weit weggehen, damit wir es mal komplett drauf kriegen. Die Farbe absolut trendig grau. Ja, das Audi Nado Grey ist super schön. Ich finde, das Design ist uns auf jeden Fall gelungen. Ja, er ist wahrscheinlich lang, oder? Ja, das Fahrzeug ist 12 Meter lang, 2,50 Meter breit und 4 Meter hoch. So sieht es aus. Es hat 4 Slideouts, was in Europa Seltenheit ist, muss man fairerweise dazu sagen. Und ja, es ist wirklich unglaublich groß. Ja. Actros, das heißt, das Fahrzeug ist auch geeignet, um derartige Massen zu ziehen. Ja, das Fahrzeug hat 530 PS. Damit ist man gut auf der Straße unterwegs und kommt an jedem normalen LKW vorbei. Wenn du mal kurz so lieb bist, mit mir mitkommst, da sind weitere Slideouts. Das ist nicht nur so 60 cm, die rausfahren. Wie weit gehen die raus? Das ist 1,20 Meter fahren die raus. 1,20 Meter? Ja, 1,20 Meter. Darin hatten wir im Fahrzeug ein riesen Raumgefühl, was uns sehr wichtig war bei der Erstellung des Fahrzeugs. Ja, es gibt unglaublich viele Kameras. Ich habe eine 360-Grad-Sicht mit dabei. Ich glaube, das ist doch ganz sinnvoll. Auch das Fahrgestell, ihr habt 3 Achsen mit dabei. Das Gesamtgewicht? Das Gesamtgewicht ist 26 Tonnen. Ist natürlich eine Hausnummer, aber wenn wir innen reingehen, dann werden wir auch sehen, was drin steckt. Ja, das ist so. Denn ich nehme an, da sind alle so Appliances drin, die es so gibt, von Spülmaschine, Waschmaschine und Co. Das ist alles, was das Herz begehrt. Genau, STX habe ich schon des Öfteren mal gesehen. Wenn ihr mir mal 1, 2 Sachen verratet über die Marke STX. Wo kommt die her? Ja, die STX kommt aus Belgien, ist der Hersteller der Fahrzeuge. Wir haben eine Kooperation mit STX und deswegen der STX Ayla Edition One. Gut, ihr seid von der Firma Ayla, die ist hier aus Deutschland? Ja, wir kommen aus Bayreuth, Okay. ist in Oberfranken. Muss nicht jeder kennen, aber Dem Gott muss man danken für Oberfranken. So schaut's aus. Ja, die Slideouts, das ist kein amerikanischer Slideout, sondern das ist deutsche, nicht belgische Wertarbeit. ja, die Slideouts geben enorm viel Platz im Fahrzeug. Wir haben nochmal in jedem Slideout Fenster zum Öffnen, was uns sehr wichtig war, dass wir im Fahrzeug richtiges Wohngefühl haben. Ja, vorne sieht man es. Ja, das Ganze ist unglaublich begeisternd. Ja, wir haben die Patricia hier. Patricia, wir haben jetzt schon ganz viele Videos gedreht, muss man sagen. Ja, wir haben also vom kleinen Kastenwagen bis hin gedreht, ich sag mal zum Liner, aber das schlägt dem fast den Boden aus, oder? Ja, also ich habe kaum noch Luft zum Atmen. Das haut einem ein bisschen weg, ja. Die Zielgruppe für die Fahrzeuge, ist das der enthusiastische Camper noch? Ja, natürlich, man kann mit dem Fahrzeug auf jeden Fall campen. Natürlich spielen wir in einer hohen Preisklasse, aber was ist... Okay, ich nehme an, das ist siebenstellig, oder? Hier? Nee, Noch nicht. Okay. noch nicht. Ey. So, hier vorne sieht man es, das Ganze ist aus einem Guss. Ich habe natürlich ein System, ich halte mal weg. Ich nehme an, da ist ein Code mit dabei, oder? Ja, der Code. Der kann auch geändert werden und die Tür geht per Code auf. So sieht es aus. Und ja, krass, es fängt schon an bei der Aufbautür. Das ist wie aus einem Guss. Das hier ist wahrscheinlich Edelstahl vom Material. Natürlich, ja, wir haben nur die besten Materialien verarbeitet. Das war uns sehr wichtig in dem Fahrzeug. Ich glaube, wir schauen jetzt einfach mal rein und schauen uns um. Genau, ich gehe mal kurz vor. Denn hier unten hat man nochmal die Trittstufe, wo man reingeht. Die ersten Schalter, die es hier gibt. Und natürlich, ja, damit kann ich dann die Treppe reinfahren. Das werden wir gleich mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Auch ein Wow. Also hier muss ich sehr viele Stufen gehen, bis ich oben bin. Wow. Das ist wirklich
ein Haus auf Rädern, kann man sagen. Ja, ich fahre ja selbst ein Morelo, ein Loft 78 FX. Ich hoffe bald den STX Island Edition One. Da fehlt mir leider der C-Führerschein, der notwendig ist, nehme ich mal an. Also das hier ist schon eine Gewichtsklasse. Aber krass ist das Raumgefühl, das ist ja der Hammer. Das war uns auch ganz wichtig, dass man sich hier richtig wohlfühlt, wie in der Hotelsuite. Okay, das heißt, das hier wäre schon für Filmstars, auch Filmpositionen zum Beispiel ein Thema? Oder für Leute, die auch mal gerne einfach nur reisen, oder? Ja, wir haben auch bekannte Gesichter bei uns als Klienten und jeder ist von dem Fahrzeug begeistert. Ja, der Möbelbau ist sehr, sehr zurückhaltend. Das heißt, ich habe Weiß als dominierende Farbe mit Grau mit drin. Also hier kann man ganz klar sagen, das ist die High-End-Möbelindustrie, die hier wahrscheinlich mitgespielt hat. Es sieht aus wie im Loft. Ja, Also. Vielen Dank dafür. Wir haben hier natürlich deutsche Ingenieursarbeit mit italienischem Design zusammengebaut. Ich zeige mal die Champagnerflasche, die auch passend dazu ist, ja. Ja. Der erste Schrank, den ich öffne, das ist ein Kühlschrank. Wahnsinn. Achso, man weiß gar nicht, was dahinter war, oder? Das sah nicht aus wie ein Kühlschrank. Ja. Nee, also ich habe gedacht, das ist nur so ein normaler Schrank, aber gut. Ich zeige nur mal so ein kleines Detail. Also normalerweise hat man ja Hekis mit dabei, ja, die man eröffnet. Und hier habe ich gleich 2 Stück. Und die sind wahrscheinlich... Die sind alle elektrisch fahrbar. Können wir jetzt mal sehen. Fährt zu. Fahren wir wieder auf. Ich zeige mal gerade die Steuerung, denn das ist nicht nur über irgendwelche, da habe ich einen Touchscreen, warte mal gerade, ich gehe mal gerade so rein und da kann ich das komplette Fahrzeug steuern. Genau, von hier aus kann man das komplette Fahrzeug steuern. Man kann hier die Fenster auf und zu machen. Man kann hier die Pop-Outs ein- und ausfahren, das machen wir jetzt nicht. Ach, bitte nicht. Hier die Temperatur, wie in jedem Raum kann man die Temperatur individuell einstellen. Hier kann man nochmal über die Wassertanks sich informieren. Hier kann man das Licht schalten. Okay. Zack, zack. Können wir einmal dunkel machen, machen wir wieder hell. Ja, das Schöne ist, es ist direkt neben dem Eingang. Das heißt, ich kann alles komplett abschalten. Aber da habt ihr wahrscheinlich auch Schnelltasten, wo ich das ganze Fahrzeug praktisch auch abschalten kann, oder? Direkt am Genau, Eingang. das ist diese Leave Home Button. Wenn man aus dem Haus geht, dann drückt man die, dann ist alles aus. Wenn man wieder kommt, macht man es wieder an. So, hier hat man dann direkt ein Kochfeld mit drin. Oh, ganz viele Fernbedienungen. Ganz viele Fernbedienungen. Ja, natürlich haben die Geräte auch alle extra Fernbedienungen, aber man kann alles von dem Touchpad aus hier steuern. Und Ja. auch mit Soft Close. Ja. Natürlich. So, und Da unten unten? drunter, das ist eine Waschmaschine? Nee, eine Spülmaschine? Ja, Spielmaschine auch nicht. Das ist die Backofenkombi mit Mikrowelle integriert. Das lässt keine Wünsche offen. Da fühlt sich die Frau auch heimisch. Sag mal so, allein jetzt die lichte Höhe, die du hier hast, ja, Ja. wenn du rausguckst, da braucht man schon einen speziellen Stellplatz auf dem Campingplatz. Dann sind die anderen Camper sauer, weil der wirft Schatten, oder? Ja, das stimmt. Ne? Schatten verbreitet man, aber auch viel Aufsehen. Und die Leute sind immer glücklich, wenn sie solche Fahrzeuge sehen. Ja, das heißt bei einer Länge von 12 Metern, das ist, glaube ich, das maximal zulässige ohne Sondergenehmigung, Richtig. was geht. Und allein wenn man hier reinschaut in den Fahrerbereich, der hier drin ist, das ist schon eine eigene kleine Wohnung, der Fahrerbereich. Das heißt, der muss gar nicht integriert sein, weil das Fahrzeug so viel Platz bietet. Hier brauche ich gar nichts drehen. Nee, das stimmt. Das Fahrerhaus ist sozusagen nur als Fahrerhaus deklariert und hinten ist der Wohnbereich. Und so wie ich das hier richtig sehe, haben wir hier ein Bett. Richtig, ja. Hier haben wir nochmal ein extra Hubbett mit den Maßen 1,60 mal 2 Meter. Das lässt sich elektrisch runterfahren. Hydraulisch, Entschuldigung. Ah ja, also hier habe ich keinen Hebel, wo ich drücken muss, wie wir es die ganze Zeit schon gesehen haben, sondern das geht natürlich hier alles elektrisch. Elektrisch. Das gibt es auch bei Moedo elektrisch, muss man dazu sagen. Allerdings sprechen wir hier allein die Fahrzeugbreite. Ich zeig's mal, ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass ich euch alle mal drauf kriege. Mein Weitwinkel geht gar nicht so weit, dass ich das mal zeigen kann. Wir sind tatsächlich in einem Fahrzeug. Und da geht es nach links, so ungefähr. Und es geht nach rechts. Und die Amerikaner würden jetzt sagen, das hier ist European Style. Das nennen die, glaube ich, in Amerika. Und weil die ganzen Möbel eben nicht so aussehen wie aus einem Camper Ja. in braun oder irgendwas, sondern man hat hier wirklich Hightech. Das ist ja krass hier. Und das Bett, das ist wie im Hotel, oder? Ja, also ich glaube, da muss ich mich gar nicht reinlegen. Ich weiß das jetzt schon, dass man da wahrscheinlich wie auf Wolke 7 schläft.
Ist so, ja. Das heißt, die Leute, die das, ich sag mal, kaufen, die können ganz, ganz viele Menschen auch hier unterbringen. Deswegen auch das Bett. Ich nehme an, hinten gibt es noch ein Bett? Hinten gibt es nochmal ein großes Bett, ja. Hier haben wir genug Platz für 6 Personen. Mit denen kann man vernünftig reisen, hat jeder genug Platz zum Schlafen. Patricia, wenn dich mal kurz da reinsetzt. Ich will das nur mal zeigen. Ich zeige mal gerade, im Prinzip fängt das hier mit dieser Bank an, ja. Geht denn hier rüber, ja. Geht denn hier weiter. Geht denn hier über die Ecke und geht nochmal nach rechts. Wenn das Bett natürlich oben ist, dann kann ich hier noch mehr Leute sitzen. Das heißt, man kann sich auch hinlegen. Die Patricia hat einen Schrank entdeckt. Ja, ich bin ja immer diejenige, die hier alles neu erkundet und auch hier hat man natürlich super viel Platz. Also Ja, es ist wirklich gelungen. Also erstmal Hut ab, ihr habt ein tolles Fahrzeug. Erstmal von der Optik her, man glaubt überhaupt nicht, dass man im Auto ist. Ich nehme an, dass die entsprechende Nivellierung, das geht vollautomatisch? Ja, also mit die Nivellieranlage funktioniert natürlich vollautomatisch. Ist ganz einfach zu bedienen. Man drückt einfach auf Nivellieren. Feierabend. Die Stützen fahren runter und machen alles von alleine. Ja, das Licht, ich nehme an, da haben sich die Fachleute Gedanken drum gemacht, um das richtige Licht zu erzeugen. Gibt es ein Ambiente-Licht, was ich denn umschalten kann, dass ich das direkte Licht ausmache? Ja, natürlich. Wir können, wie man hier sieht, hat man hier die indirekte Beleuchtung in dem ganzen Fahrzeug. Von hier bis hierhin. Okay. Kann die normale Beleuchtung einfach ausschalten. Und hat das denn drin? Ja, hier ist der Fernseher. Das ist auch kein kleiner Fernseher, sondern mit einer ordentlichen Anlage. Die Klimaanlage ist dahinter? Die Klimaanlage ist dahinter. Das ist ein 42 Zoll Fernseher mit einer Bose Soundsystemanlage. Das lässt keine Wünsche offen. Die Klimaanlage ist wahrscheinlich sehr leise, denn das ist eine handelsübliche, ich sag mal, Split-Klimaanlage und keine Camping-Klimaanlage. Nee, die ist sehr leise. Genau. Wir hören sie eigentlich gerade auch gar nicht. Ja, schön das Soundsystem von Bose, was drunter ist. Wie zu Hause. Lässt keine Wünsche offen, das Fahrzeug. Wie auch, ja, gerade schon gesehen, wurde die Geschirrspülmaschine entdeckt. Das ist auch wirklich sinnvoll. Also in so einem großen, weil man hat zu Hause, man kann es auch hier haben. Ja, alles was man zu Hause hat, hat man hier auch. So, ich habe einen Apothekerauszug. Nochmal einen kleinen Apothekerauszug, genau. Ja, Hier die Küche. mit dem Mülleimer. Und was mich fasziniert hat, ist diese Tiefe von der Spüle. Ne? Also da kann man schon gut was unterbringen. Zum Beispiel kann man da Salat schnippeln. Ja, zum Beispiel. Oder doch mit Hand waschen. Jetzt sagt man ja, die Leute, die so ein Auto kaufen, ja, die kochen ja gar nicht selber. Das stimmt gar nicht. Die kochen nämlich meistens gerne, oder? Genau, ja. Viele unserer Kunden ist es wichtig, dass der Ofen ausgestaltet ist. Die nehmen vielleicht nochmal ein extra Modell. Die kochen alle auch sehr gerne alleine. Und auch diese Oberfläche ist super glatt. Ist das irgendwas Bestimmtes? Jetzt ist alles aus Edelstahl. Und wir wollten dann nur die hochwertigsten Materialien verwenden, dass wir das Fahrzeug auch optimal platzieren. Jetzt mal eine Frage. Wir sind wirklich unter 1 Million hier. Ja, genau. Das Fahrzeug fängt an ab 749.000. Ja. Wir haben aber auch nicht, also mit 749.000 hat man schon ein gutes Fahrzeug. Es geht hin bis 850.000 Euro. Okay, das ist dann auch mit 4 Slideouts haben? Genau, 850.000 Euro, dann ist das Fahrzeug so, wie es hier dasteht. Und ja, das lässt eigentlich keine Wünsche mehr offen. Das ist ja schon eine Kampfansage, wenn man das so sieht. Also unter 1 Million mit 4 Slideouts, ich sag mal europäische Qualität. Da habt ihr viele Kunden auch aus ganz Europa? Ja, natürlich. Das Fahrzeug ist sehr begehrt. Wir sind erst seit kurzem auf dem Markt und das Interesse ist enorm für das Fahrzeug. Aber was auch verständlich ist. Ja, sehr schön. Ich habe also da keine normalen Fliegenschutzgitter, wie man das kennt, sondern da sind richtige Jalousien mit drin und da ist natürlich die Dunstabzugshaube. Ja, praktisch wie zu Hause. Ja, wie zu Hause. Also ja, die Kaffeemaschine, ja gut, die habe ich natürlich auch in meinem Morelo drin. Allerdings ist die Küche, ich zeige es gerade nochmal, so Kleinigkeiten. Patricia, das ist total krass, oder? Ja, also ich wirke wahrscheinlich richtig klein jetzt. Ich meine, ich bin eh schon klein, aber jetzt wahrscheinlich Sie noch ist klein. 1,67 m. Sie hat auch keine Hacken an heute, ja, für die Drehs, sondern wir werden es gleich mal testen, wie das Ganze ist. Ihr habt jeden Quadratzentimeter auch, ich sag mal, genutzt. Und was ich stark finde, hier ist so ein kleines Rollo, was ich entdeckt habe. Das heißt, ich kann also hier Privacy schaffen, so ein bisschen, wenn ich hier drin liege, oder? Wenn man es hier dunkel haben will und privat, dann macht mir die Jalousien runter und hat es dunkel. So ist das. Das heißt, nach getaner Arbeit kann man den Entspannt. an diesen entspannten dunkel machen. Ja, große Schränke habe ich mit drin. Ja, das ist ein richtiges Wohnzimmer, oder, Patricia? Ja, auf jeden Fall Wohnzimmer plus Küche. Es ist wirklich riesig.
Ja, ich zeig mal gerade die Höhe, wenn du mal so lieb bist, mal deinen Arm ausstreckst. Sie kommt gar nicht ran. Das ist auch ganz wichtig fürs Raumgefühl, die Höhe muss stimmen. Ja, genau, das war uns ganz wichtig bei unserem Konzept, dass die Höhe überall gleich hoch ist und man auch im Schlafbereich genügend Platz hat zum Stehen. Stolpern ist ja nicht, alles hat eine Ebene. Alles auf einer Ebene, das ist auch sehr selten und war uns wichtig, dass wir da eben den Hotelcharakter auf die Straße bringen. Ja, du hast es gerade gesagt, Hotelcharakter. Mach mal bitte auf, was da drin? Die Leute wollen ja mal wissen, was ist in den Schubladen. Das heißt, da kann ich so Kleinigkeiten reinmachen, zum Beispiel einen Schlüssel oder sowas. Genau, da werden oftmals die Schlüssel von den Fahrzeugen hinterlegt oder das Portemonnaie etc. Und da unten ist wahrscheinlich so der Schuhschrank. Genau, hier unten hat man genug Platz für einige Schuhe. Schau mal, schwarz innen. Das ist cool gemacht. Wirklich edel, ja. Ja. Dann hier der Tisch, hier so Kleinigkeiten. Das nenne ich ja mal ein Bein. Ja, der bereitet ab und zu mal ein bisschen Probleme, wenn man ihn fixieren muss. Ist ein wenig schwer, aber er hält und das ist natürlich qualitativ hochwertig. Das ist immer ganz wichtig bei solchen Fahrzeugen. Und wenn man nicht so viel Platz am Tisch braucht, dann kann man wahrscheinlich auch den Tisch kann man einklappen. Ja. Genau, auf der anderen Seite auch noch. Dann hat man hier einen kleineren Tisch. Wenn man nicht immer sagt, man braucht den ganzen Tisch, kann man ihn verkleinern. Ja, sehr Ganz schön. schnell. Also hier fühlt man sich wohl. Das heißt, Das ist auf man. jeden Fall was auch für große Menschen. Wie groß bist du? Ich bin 1,83 Meter, kann mich auch ausstrecken. Also hier finden kommt da so auch ran. die 2 Meter Männer. Ja, die 2 Meter Männer haben hier genug Platz, ja. Oder 2 Meter Frauen geht's auch. Ja, stimmt. Ja, was ich toll finde, ihr habt so italienischen Stoff oben an der Decke dran. Ja. Unglaublich edel und gibt dem Fahrzeug einen sehr, sehr exklusiven Charakter. Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir haben das italienische Design mit dem Yachtdesign verbunden und so sind wir zu diesem wunderschönen Fahrzeug gekommen. Super, ja. Dann wichtig ist das Fliegengitter. Mach's mal zu. Ist da ein Fliegengitter drin? Ja, natürlich ist Fliegengitter drin. Kann man gerne zu. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Hätte mich gewundert. Aber das ist so, im Prinzip ist das so die letzte Anleihe an einen normalen Wohnwagen. Sag ich Ja, mal, das Fliegengitter. genau, das Fliegengitter, ja. Die haben sie alle, das Fliegengitter. Cool. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter. Dann habe ich hier noch, das ist ja interessant, hier habe ich noch eine kleine Couch. Das heißt, hier könnte noch jemand schlafen, jemand Kleines, ein Kind. Ja, hier können noch Kids schlafen. Das ist höhenverstellbar. Oh, ja, ein bisschen. Das ist höhenverstellbar. Kann man es entspannt nochmal relaxen. Wir nennen es die Lounge. Oder man kann hier einfach als Mann auf seine Frau warten, wenn die sich hier im Bad fertig macht. Genau, Richtig? Ja. das wird auch öfters so praktiziert. Ja, was aber interessant ist, du kannst sie zumachen. Das heißt, wir haben einen eigenen Raum, jemand könnte sich zurückziehen. Genau, man kann hier einfach die Tür zumachen. Die Sogar Türen mit Spiegel. mit Spiegel für die Frau. Und man hört vorne nichts mehr, was hinten passiert. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn jetzt zum Beispiel einer da vorne irgendwas macht, geschäftlich und so weiter. Hinten kann einer ein Buch lesen. Genau, dann hat jeder seine Ruhe. Da kann jeder auf seine Kosten kommen. Einer arbeitet vorne, der andere schaut Fernsehen hinten. Das ist natürlich krass, was die RK, das heißt die Slideouts bieten, also an Raumgefühl. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ist das Fahrzeug im eingefahrenen Zustand benutzbar, theoretisch? Ja, theoretisch ja. Eingeschränkt dann. Eingeschränkt natürlich, aber man kann auf jeden von vorne bis nach hinten durchlaufen, kann sich ins Bett legen, kann sogar duschen, ob man es darf. Weil es gibt ja natürlich ein paar Möglichkeiten, wo ich die Slideouts einfach nicht rausfahren kann, wenn ich unterwegs mal anhalte und so weiter. Also allein schon, ich sag mal, das Thema Einbruchsschutz ist allein schon die Höhe. Ich komme erstmal gar nicht an die Fenster ran, oder? Das stimmt, ja, es ist immer schwer hochzukommen. Wir können die Fenster alle offen lassen. Hier kommt keiner rein. So, ich zeige das mal. Also, das ist natürlich eine Keramiktoilette, wie sich das gehört, aber das ganze Bad, das ist mal eine Dusche. Also die ist richtig groß. Wenn du mal so lieb bist, darf mal reingehen? Ja, natürlich. Ja, geh mal rein. 1,67 Meter, auch hier habe ich fast die volle Raumhöhe. Und hier ist eine Heizung? Das ist eine Heizung, genau. So, eine Spanndecke habt ihr mit reingemacht, die ist schick. Das sieht klasse aus und Genug Platz. Da könnte noch jemand reinkommen, hä? warte, ich zeige das mal. In der Mitte ist auch der Auslass. Auch hier ist wahrscheinlich der normale Badbau, der moderne Badbau, der war jetzt Pate, oder? Ja, natürlich. Wir haben da mit dem Design die modernsten Variationen kreiert. Prima. Also es gibt ja eine große Zielgruppe, die ihr Haus eintauschen gegen so ein Fahrzeug. Das heißt, die sind permanent unterwegs. Und es gibt eine Zielgruppe, die sich das einfach gönnen, richtig? Genau. Es gibt einmal den Dauercamper, der sagt, hey, ich will reisen die ganze Zeit
und brauche mein Haus nicht mehr, aber es gibt natürlich auch noch die Leute, die sagen, hey, ich habe so ein Fahrzeug und benutze es 5-6 Mal im Jahr. Gibt alle Varianten. Also was dich unglaublich sympathisch macht, ist, du bist ja jetzt ein junger Kerl, sage ich jetzt mal. Man erwartet ja hier so den gediegenen Mann, so mit dem Bootsjackett und so weiter. Das heißt, die Zielgruppe, das sind auch ganz normale Menschen, oder? Die das hier kaufen. Ich sag mal, es ist nicht nur der Bootseigner, dann es kann auch der Handwerker sein, ich sag mal, der in seinem Leben viel gearbeitet hat und sich das einfach mal gönnt. Ja, genau. Wenn man seine Traum verwirklichen will und sagen will, hey, man will durch die Welt reisen, dann denke ich, ist das das richtige Fahrzeug. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis top. Das ist uns immer ganz wichtig. Und hier drin ist auch eine Regendusche, sehe ich, ne? Ja. Habe ich auch noch nie gesehen in einem Wohnmobil. Das ist ja eher schon ein Reisemobil. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn das hier? Ist das Leder so eine Art Kunstleder an der Wand? Ja, genau. Das ist alles beledert. Hier haben wir noch ein iPad integriert. Oh. Kann man schön Netflix schauen oder kann man auch rausnehmen. Kann man mit rumtragen. Genau, wenn du mal gerade so lieb ist, das nochmal aufmachst, das ist ein schönes Detail. Ihr habt ein iPad eingelassen. Ja, das war uns ganz wichtig, dass wir hier überall schöne Technik verbaut haben. Und das iPad ist rausnehmbar und kann man damit. Da kann man dann auch gut Kinder mit beschäftigen. Oder den Mann, wenn er auf die Frau wartet im Bad. So, ich mache jetzt erstmal eins, bevor wir jetzt hier ins Schlafzimmer gehen. Das geht wahrscheinlich immer noch weiter. Wenn ihr mal gerade so lieb seid, ein ganz kleines Stück rüber geht. Ich zeige mal gerade von hinten nach vorne. Wenn ihr mal gerade etwas nach links geht, da schaut man durch. Und da würde ich jetzt fast sagen, das ist ein richtiges Apartment mit einer richtigen Größe. Und da ist das Masterbett. Wenn du sie, darf mal ganz kurz sich einmal mit dem Popo draufsetzen? Ja. So. Okay. Dass wir das mal. Ja, die Matratze, würde ich sagen, ist ein bisschen härter. Ja. Richtig? Ja. Also die sind natürlich individuell alle bestellbar. Wir haben hier eine härtere genommen. Ja. Ja, mal wieder die Split-Klimaanlage oben drüber. Die habt ihr genial versteckt. Das heißt, Ja. man sieht überhaupt nicht, dass sie dahinter ist. Nee, die Fragen sind immer so, und hat das Fahrzeug überhaupt eine Klimaanlage? Ja, natürlich hat es eine Klimaanlage, die ist gut versteckt. So ein ganz großes Bett mit dabei. Ich kann mich auch vereinzeln. Das heißt, ich kann vorne schlafen, hinten schlafen, wenn die Leute mal auseinander schlafen möchten, auch mit 2 Personen. Ich nehme an, das kaufen auch viele Leute, die nur zu zweit unterwegs sind, oder? Auf jeden Fall, ja. Und Sven, das ist wahrscheinlich der Kleiderschrank. Ja, bitte. Hier ist der Kleiderschrank, der lässt keine Wünsche offen. Mit Wahnsinn. versenkbaren Türen. Der ist größer als ich. Ja, komm, kannst du oben gar nichts hinhängen. Wow. Und der ist dadurch quasi begehbar durch die versenkbaren Türen. Sozusagen, ja, sogar ein begehbarer Kleiderschrank. Ich muss mal einen Schritt zurückgehen, dass ich das mal sehe. Komplett. Patricia, wenn du mal gerade eben eine Dreiviertelmillion übrig hast, ja. Aber das ist auch eine Wertanlage, das bedeutet die Nutzungsdauer meistens so 10, 12, 15 Jahre. Ja, auf jeden Fall. Die Fahrzeuge, 10 Jahre ist gar kein Problem. Ist auch sehr, sehr zeitlos. Das bedeutet das Design. Cool. Wirklich schön. Und hier hat man dann einen Schreibtisch oder auch einen Schminkschrank. Genau, ein Schreibtisch ist es, den kann man ausziehen, dann hat man nochmal hier eine richtig. Ah ja. Also Großen auch perfekt Arbeitsplatz. für geschäftliche Sachen. Genau. Hier hat man nochmal den Schminkspiegel für die Frauen, dass auch die zufrieden sind. Und zusätzlich haben wir hier noch einen ausfahrbaren Fernseher. Ach so. Ja. Genau, es wird ja immer weniger Fernsehen geschaut. Das heißt, wenn man ihn braucht, kann man ihn rausfahren, ansonsten lässt man es sein. So schaut's aus. Cool. Das sind ungefähr wie viel Zoll? Das ist 32 Zoll Fernseher. 32 Zoll. Ich glaube, das ist so im Wohnmobilbereich so eins der größten. Vorne ist größer, gell? Vorne haben wir einen 42 Zoll, genau. So, Schränke machen wir auf. Also auch hier kann man dann, wenn man am Arbeiten ist, zum Beispiel Ordner reinmachen oder wenn man am Schminken ist, die Schminke sogar. Ich zeige mal gerade diesen kleinen Schrank hier rechts. Der hat sogar so kleine Fächer, dass nichts rausfallen kann. Das Ja. heißt, hier sind jetzt im Moment Fernbedienungen drin. Aber da könnte jetzt auch, ich sag mal, zum Beispiel was drin sein? Eigentlich alles. Also alles, was so an Kleinigkeiten anfällt, Die könnte Frau könnte da Lippenstift, zum Beispiel, ja. Lippenstiftsammlung. Krass, ist wirklich ein sehr schönes Fahrzeug. Also ist eins der schönsten, die ich je gesehen habe. Ganz ehrlich. Vielen Dank. Also für mich auch, ja. Ja. Also es ist ja auch so, dieses Design, das ist natürlich Geschmackssache, aber das ist sehr zeitlos. Du hast eben eins gesagt, Hotel, richtig? Ja. Ist das so ein bisschen Pate, die Top-Hotels der Welt? Ja, wir sind sehr
wir wollten das Hotel eben auf die wir wollten das Hotel Ja, sagst du das Hotel als Beispiel abbilden? So ein bisschen? ja genau, wir wollten das Hotel, den Hotelcharakter widerspiegeln und auch das Yachtdesign. Also wir wollten die Hotelsuite auf Rädern bringen. Ja, das ist euch gelungen. Ja, jetzt gibt es was ganz Tolles. Das werden wir gerade mal zeigen, denn du bleibst mal drin und machst mal hier die Tür zu. Auch hier kann ich abschließen. Und jetzt könnte der Sohn zum Beispiel mit der Switch spielen, hier in der Mitte. Und dann habe ich mich komplett vereinzelt im Schlafzimmer. Wenn du mal kurz was sagst, sag mal was. Hallo? Ich höre gar nichts. Das ist ganz krass, er redet gerade. Sag noch mal was, lauter. Hallo? Schrei mal. Hallo, hallo. Das ist krass. Okay. Bitte nochmal aufmachen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das gibt's doch gar nicht. Wie habt ihr das hinbekommen? Ja, wie man sieht, die Tür ist sehr dick. Wir haben hier nur die besten Materialien verarbeitet und natürlich ist die Tür deswegen auch sehr schalldicht. Und hier hat man ein Induktionsladefeld wahrscheinlich fürs Handy? Ja. Genau. Achso, man legt es einfach nur drauf. Ja, wird wahrscheinlich jetzt nicht gehen wegen Messeausstellung, oder? Genau. Ist es dein Handy? Ah ja. Geht? Ah ja. Ja, das meins. Stark. Genau, davon haben wir 5 Stück neben Bett, im Wohnzimmer, überall verbaut. Das sind so kleine Gimmicks, aber die auch ganz schön sind. Ja, die Schalter habt ihr auch gut gewählt. Das heißt, das lernt man, die kann man programmieren, wie man es möchte? Ja genau, die kann man individuell programmieren. Jeden kann man sagen, der soll das. Die Funktion oder die Funktion. Genau. Super, ja. Der Tisch geht nochmal rein. Ja, Setup. Die Leute, die das Fahrzeug kaufen, haben die einen Fahrer mitbestellt meistens oder fahren sie es selber? Das ist individuell. Wir haben Kunden, die eigenes Fahrzeug haben, einen eigenen Fahrer oder die fahren gerne selber. Also jeder wie er möchte. Ist schön? Ja, mega. Also ich habe mich mal wieder verliebt, aber diesmal auf einer ganz anderen Klasse. Auch hier die Decke, wie du es schon vorne gesagt hast, ist wirklich sehr individuell gemacht. Also sehr schön irgendwie. Schau mal, wieder das Fliegengitter. Guck Ja, mal, siehst du es? da ist Aber wieder das ganz, Fliegengitter. ganz dezent integriert. Oh, war das Falsche. Genau. Das war die Verdunklung. Und hier ist Hier was Fliegendecker. Auch diesmal in hell. In hell. Ja, passend zur Decke. Wenn man es dunkel haben will, schiebt man rüber. Gut, hier regnet es ja nicht, da kann man das Dach auflassen. Ja, in der Halle. Stark. Ja, STX, die Fachleute kennen die Marke, oder? Ja, auf jeden Fall. Die sind sehr bekannter Motorhome-Hersteller. So, hier oben sieht man, das Ganze ist auch elektrisch. Das heißt, ich kann einfach auf und zu fahren, wenn du mal so lieb bist, da mal drauf drückst. Das geht aber auch per, ich sag mal, per Fernbedienung, per Bussystem, oder? Kann ich das auf und zu machen? Ja, natürlich. Wir können alles auch vorne vom Touchscreen steuern. Aber wenn man mal gerade hier steht und es zumachen will, auch kein Problem. Geht. Wenn man groß genug ist, weil die Decke ist natürlich sehr hoch. So, jetzt waren wir hier drin. Also im Grunde genommen haben wir hier alles gezeigt. Hier oben habe ich nochmal 2 große Fenster mit drin. Die 12 Meter Länge tun dem Fahrzeug gut. 4 Slideouts erweitern den Raum massiv, sodass das Fahrerhaus, man hat überhaupt keine Enge mehr. Das ist wie zu Hause. Ja, das war uns auch wichtig, dass der Wohnraum eben vorhanden ist und man sich wie zu Hause fühlt. Also hier könnte man auch Walzer tanzen. Ich zeige das mal gerade. Genau, wenn du Man mal hat kurz. hier auch eine super Anlage, das würde funktionieren. Ja, wenn ich jetzt Salsa tanzen könnte, dann würde ich gerne mit dir tanzen, aber Nee, sehr, sehr schön. Ja, ihr seid auch nahbar, das gefällt mir. Du bist total freundlich. Ich habe dich eben gefragt, ob wir das mal kurz drehen können. Du warst direkt bereit. Das heißt, das Zielpublikum, das kann man gar nicht ausmachen. Da kann also jemand stehen, der, ich sag mal, in der Arbeitshose ist, ja, der ist vielleicht Handwerker, dann kommt der Nächste, der hat vielleicht ein Boot oder eine Yacht oder es kommt vielleicht mal eine Eventagentur, die sagt, ich brauch's für Musiker oder für Events. genau, unser Publikum ist da breit gefächert. Wir sind sehr ein junges Unternehmen, recht cooles Unternehmen, würde ich sagen, und haben da eben auch breit gefächertes Publikum, von jung bis alt. Genau. Ich habe gesehen, ihr habt hinten auch eine Anhängerkupplung. Ich könnte theoretisch dann auch noch einen Anhänger dranhängen, wenn ich es unbedingt brauche. Ja, genau. Wir haben letztens eine Europareise gemacht. Wir sind 6000 Kilometer durch Europa gefahren mit Anhänger. Das ging einwandfrei, perfekt. Genau. Bloß den Führerschein C muss man machen, LKW, richtig? Genau, die Lizenz C braucht man. Mit Anhänger den CE.
Ist es. Ja, wir gehen am besten mal raus, dann zeigen wir vielleicht noch ein, zwei Dinge, denn mich würde natürlich interessieren, die Autarkie ist ein großes Thema, man braucht große Batterien hier, damit das Fahrzeug auch Tag und Nacht einsatzfähig ist. Ein Stromanschluss ist nicht schlecht, aber es hat wahrscheinlich einen Generator. Ja, natürlich. Wir haben hier einen riesen Generator verbaut, Fischer Panda 8000, der hält das Fahrzeug stand. Ist der auf? Darf man da mal reingucken? Ja, natürlich. Wir haben hier die Garage. Patricia, du musst kommen. Was ist passiert? Hier ist die Miele. Wow. Ich habe ja eine kleine Waschmaschine drin, ja, von DEU, 3,5 Kilo. Und hier ist eine Haushaltswaschmaschine. Und guck dir mal an, Oh mein Gott. komplett mit Riffelblech. Ja, dass halt auch nichts verkratzt wird, ne? Wir haben hier hinten, kann man natürlich auch, das sind nur Stützen zur Erhaltung des Fahrzeugs. Hier haben wir natürlich noch Platz innen drin, den wir allen nutzen können. Also man kann hier Fahrräder, Roller, alles installieren. Die Farbe gefällt mir, die ist voll im Trend, das Grau. Du hast es eben schon erwähnt. Aber ihr habt auch innen, das heißt auch die Sachen, die man nicht sieht, sind optimal verarbeitet. Ja, das ist uns ganz wichtig, dass wir qualitativ hochwertige Verarbeitung haben und Ja, wahrscheinlich aus dem Bussystem. Also es muss einfach funktionieren. LKW-Technik, ja. Kommen wir mal zu den Slide-Outs. Ja, das ist kein Spielzeug, oder? nee, auf keinen Fall. Wir haben ja 4 Slideouts, die alle individuell fahren, Krass, das heißt, ich kann einen Slideout für Slideout rausfahren, wie ich es gerade brauche. wie ich es gerade brauche, genau. Man kann nur das Bett rausfahren, nur die Küche, je nachdem. So, und hier hinten habe ich dann noch eine ganz normale Anhängerkupplung, wenn ich das möchte. Könnte dann also noch zum Beispiel 3,5 Tonnen Anhängerkupplung. ein Fahrzeug hinterherziehen, wenn ich will. Ja, da passt jedes Fahrzeug. Locker dran. Ganz wichtig ist wahrscheinlich Birdview. Das Bird heißt, ich sehe View, das. genau, ja. Das ist wichtig bei der Größe von den Fahrzeugen, dass man da einen schönen Überblick hat beim Einparken. Ja, was ich cool finde, wenn man von hinten guckt und da wird jetzt nicht STX draufstehen, es könnte auch ein LKW sein, oder? Das stimmt, ja. Am Anfang sieht man es nicht, aber wenn man da mal rumschaut, dann sieht man schon, das ist ein ganz schicker LKW. Genau. Wir drehen in Zeiten von Corona, 20.000 Besucher am Tag ist das Limit im Moment. Ihr habt absolutes Aufsehen hier auf der Messe mit den Fahrzeugen, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Besucheransturm ist sensationell. Wir kommen gerade nicht hinterher mit den Terminen, aber wir versuchen natürlich jeden Gast das Fahrzeug zu zeigen und ihn zum Staunen zu bringen. Batterien, kannst du mir die mal zeigen? wo Ja, die sind? natürlich. Genau, denn großes Thema Autarkie. Du hast eben das Stromaggregat angesprochen. Genau, wir haben oben noch 4 Solaranlagen verbaut. Die lassen das Fahrzeug auch recht lang autark stehen. Und hier haben wir noch die Batterien. Wir haben hier 6 12 Volt Batterien, optional auch auf Lithium umzurüsten. So, da ist ein kleiner Tank. Ja, das ist kein kleiner Tank, das Sondern? ist die Elektrik, Okay. das sind die Sicherungen. Hier haben wir die Hubstützen, Von EP. genau, die Hubstützen von EP. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die lassen sich komplett automatisch nivellieren. Funktioniert alles einwandfrei und recht easy. Frage, ist das hier ein Kundenfahrzeug von euch? Nee, das ist unser Fahrzeug, unser Demo-Fahrzeug. Wir benutzen es selber oft. Ihr seid damit entsprechend unterwegs. Das heißt, die Fahrzeuge sind schon seit einigen Jahren auf der Straße, die STX. STX, ja, der STX Isle Edition One, den wir gerade anschauen, den gibt es erst seit 3 Monaten, ne? Und die Nachfrage ist enorm für das Fahrzeug. STX ist aber erprobter Hersteller, den gibt es natürlich schon sehr lange. Super. Hier links, was ist da drunter? Hier haben wir die Heizung, eine Carbola Hybridheizung. Die nimmt entweder, wenn man angesteckt ist am Strom, natürlich den Strom, wenn nicht, nimmt sie vom Diesel. Ja, und noch ein kleines Fach. Ja, ganz klein, dezent. Haben wir hier noch ein ganz durchgehendes Staufach. Stauraum ist immer wichtig und hier haben wir auf jeden Fall viel. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Wenn natürlich so der Erker rein und raus fährt, dann brauchen wir auch Versorgungsleitungen, die mit drin sind. Wir haben ja eben gesehen, da ist eine Klimaanlage mit drin. Ja. Das ist krass. Hier links, was ist da drunter? Ich will jetzt alles sehen. Hier links haben wir den Generator, wie vorhin schon angesprochen, das ist der Fischer Panda 8000. Das ist ein optimales Gerät, der versorgt das ganze Fahrzeug. Na, Prost Mahlzeit. Das heißt, der ist auch sehr leise? Ja, wir haben ja extra gedämmte Türen, wenn man im Fahrzeug ist, hört man ihn fast gar nicht. Okay, das heißt, ich brauche wirklich keine Steckdose, wenn es nicht unbedingt sein muss. Nee, brauchst du nicht unbedingt. Super. Hier oben, was ist da drin? Hier oben haben wir noch zusätzlich Staufläche, dahinter ist die Elektrik verbaut. Okay. Sicherung und Co. Genau.
WLAN habt ihr natürlich mit drin, ihr habt einen Router mit drin, richtig? Alles mit drin. Hier hat man komplette Ausstattung. Hier haben wir die Klimaanlage. Da ist sie. Da ist das Außengerät der Klimaanlage, genau. Eine LG, eine große. Das Schöne ist, der hat Luftfederung, das heißt, der gleitet sanft drüber, da kann man sowas ruhig verbauen, oder? Genau, das ist, da rüttelt nichts. Die Luftfederung ist optimal. Hier haben wir noch den Direktwasseranschluss und den Wassertankanschluss. Wie groß ist da das Volumen Wasser? Das Volumen ist 400 Liter, 420 Liter für den Wassertank. Krass. Und natürlich das Abwasser, das kommt mit hinzu. Hier habe ich noch ein kleines Fach. Ja, aber was mich unglaublich flecht, ist dieser Erker, mit welcher Vehemenz ihr das hier gebaut habt. Ja, das heißt Stahl. Hier vorne habe ich so eine Spindel, die das Ganze rein und raus fährt. Genau, dass das alles gleichmäßig rausfährt, haben wir 2 Spindeln verbaut. Ich schaffe Vertrauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die darf ja auch nicht hängen bleiben. Also ich sag mal, wenn ich da jetzt irgendwie stehe und da fährt es nicht mehr rein und raus. Die fährt immer rein und raus, da brauchen Sie keine Gedanken machen. Ja, cool. Die Fenster sind so genial integriert, dass es aussieht, als wäre es ein Band. Ja, und man kann sich sogar noch aufmachen, das ist echt super. Boah, ist das groß. Ja, sehr, sehr schön. So richtig klein. Klein, oder? Daneben. Ja, Spritverbrauch ist, glaube ich, vernachlässigbar, denn man muss es immer vergleichen zu einem Spritverbrauch, den ich auf einem Flug zum Beispiel habe. Also wenn ich zum Beispiel einmal nur mit dem Flugzeug fliege, dann relativiert sich das Ganze. Oft steht man ja auch länger, oder? Ja, das stimmt. Der Spritverbrauch hier ist aber trotzdem phänomenal. Wir brauchen nur 19 Liter auf 100 Kilometer. 19. 19, genau. Nicht 90, 19. Nochmal, 19. 19. So, und da ist die Eintrittsstufe. Meinst du, du könntest hier mal reinfahren für mich? Einmal? Natürlich. Funktioniert natürlich alles voll elektrisch. Oh, das ist schön. Und nochmal raus. So, er tippt gerade, einen Code hat er eingetippt. Ich zeige noch mal ein ganz kleines Detail zum Schluss. Da vorne ist so ein kleines Fach, da sind wahrscheinlich Schuhe drin, da kann ich hier rein. Nee, das ist der zweite, das ist der Boden, da ist viel Technik drin, das ist der zweite Boden, also da. Okay, super. Ja, hier, was ist da drunter? Das ist ja wie Weihnachten bei euch. Genau, hier mit dem Dieseltank. Das ist ein 300 Liter Dieseltank. Edelstahl, kein Kunststoff. Nee, Edelstahltank, genau. Oben drin haben wir den Vacuum Cleaner. Staubsaugersystem ist im ganzen Fahrzeug verbaut. Muss man nur noch Zentraler anstellen. Staubsauger. Zentraler Staubsauger, genau. Und hier sieht man auch das Nivelliersystem. Funktioniert ganz einfach. Anmachen, runterdrücken und alles automatisch. Ende Gelände. Und da habe ich die Keile, die kann ich drunter legen. Genau, ja, das sind die Fußplatten. Muss man immer drunter legen, wenn man das Fahrzeug auf Stützen stellt. Und hier? Hier haben wir als nächstes das Vitron Energy. Das macht im Prinzip die Umwandlung Batterie und Co. Oder? Genau, ja, das ist der Stromwandler. Der wandelt alles um, die ganze Elektrik. Und einen Feuerlöscher. Der Und darf den auch nicht Feuerlöscher. Und man sieht durch das ganze Staufach. Kommen auf der anderen Seite wieder raus. mehr. Ja, zur Not wäre ein Notbett drin. Ja. Einer schlafen. Nee, war stark, wie er das auch beleuchtet hat. Es ist taghell. Ja, das war's, oder? Das Fahrzeug hat auch einen Motor? Das Fahrzeug hat auch einen Motor, da kommen wir aber leider gerade nicht so leicht Nee, hin. das ist nicht so schlimm. Das heißt, wenn ich das jetzt servitiere, ich kipp's ab oder wie funktioniert das? Wie bitte? Das Fahrzeug, das kippe ich ab oder wie Ja, funktioniert genau. Man kann das Fahrerhaus kippen. Man muss innen drin 2 kleine Sachen abziehen und Ja. dann kann man das Fahrerhaus kippen. Ist ganz einfach. das? Cool. So, ich gehe nochmal raus. Wir müssen es einmal nochmal für die Abmoderation komplett zeigen. Sag mir deinen Namen nochmal kurz. Mein Name ist Kenzo. Kenzo. Es ist so cool. Ja, vielen Dank. Wir sind auch sehr stolz auf das Fahrzeug. Patricia, komm mal her. Genau, die steht daneben, wie so eine Streichholzschachtel daneben als Größenvergleich. Und, gefällt's dir? Ja, das wird mein Weihnachtsgeschenk, oder? Ja, da musst du aber vorher einen Führerschein machen. Das heißt, Führerschein machen ist gar nicht hapert wahrscheinlich. Genau. Führerschein ist Klasse C. ist gar nicht so schlimm. Da gibt es Kurse, da kann man das in 7 Tagen machen. Nee, das geht Ja, nicht. 7 Tage nicht ganz, aber 14 Tage ist machbar. Ich zeig mal hier den einen Slider, der ist auf der rechten Seite oder auf der Fahrerseite. Und hier sieht man nochmal den anderen. Ja, wenn ich jetzt Interesse habe an dem Fahrzeug, wie läuft das normalerweise? Das heißt, es gibt entsprechende Händler oder macht ihr das zentral im Vertrieb? Genau, der STX Island Edition One läuft der Vertrieb über uns. Man kann uns gerne kontaktieren, wenn man so ein wunderschönes Fahrzeug erwerben möchte. So, wo seid ihr? Das heißt, ich gebe was in Google ein. Also wir kommen aus Bayreuth und wir sind die Firma Eiler.
Das Fahrzeug ist der STX Isla Edition One. Genau, ich zeige es mal gerade, hier vorne ist Isla. Ja, wenn Sie Lust haben, das Fahrzeug zu erwerben, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Kenzo. Er wird Ihnen dann den gleichen Rundgang machen. Aber wahrscheinlich werden Sie jetzt schon einiges kennen über das Fahrzeug. Und oben die letzte Kamera vom Birdview, damit das Ganze auch ordentlich bedient werden kann. Ja, vielen Dank, Kenzo. Ja. Und vielen Dank, Patricia, für diese Moderation, ja. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss.